Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir für euch vorbereitet haben, ja, KrisFlyer, da gibt es eine Meilenentwertung, Turbulenzen kosten die Fluggesellschaften Milliarden. Was haben wir denn noch? Wir haben Erneuerung des Drehkreuzes Chicago O'Hare, aber sie wollen kein Las Vegas werden. 103 Flugzeugebestellungen für Boeing, da geht es wieder nach oben. Wir haben Delta SkyMiles, die haben die Statushürde gestoppt, also die Statusänderung gestoppt. Und da gibt es erstmal oszentatives Ausatmen. Hatte ich mal mit British Airways gesprochen, 20 Passagiere mussten in Florenz bleiben wegen Hitze. Also viele Themen, die wir für euch frisch gepresst haben. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen. Ich genieße die Sonne, während ich die Sendung für euch mache. Themen, achso, ja, School könnte ja auch kommen. Auch du. Also, das erste Thema ist Erneuerung des Drehkreuzes Chicago O'Hare. Es wird zu einem Superflughafen. Modernisierungsoffensive, denn Michael McMurray, das ist der neue Leiter der Flughafenbehörde, sagt, dass er Milliarden investiert, um O'Hare attraktiver zu machen, und es wird auch Zeit. 110 neue Konzessionsverträge, schnellere biometrische Kontrollen, zusätzliche Ladestationen, digitale Shoppingangebote, neue Spielfläche für Familien, Minigolf, virtuelle Drive-In-Ranges für Erwachsene. Dann gibt es neue Komfortzonen, neue Ruhezonen, Schlafkabinen, Räume für Reisende mit besonderen Bedürfnissen. Dann gibt es auch einen Neubau, und zwar den Concourse D. 730 Millionen US-Dollar Investitionen, 19 neue Gates, 30.000 Quadratmeter Shoppingfläche, 20.000 Quadratmeter Lounges. Das ist das, was für uns das Wichtige ist. Neu internationales Terminal geplant, entworfen vom Büro Jane Gang. Zitat von McMurray: Wir wollen den Aufenthalt so gestalten, dass sich die Leute wohlfühlen und gerne über Chicago O'Hare fliegen. Ja, danke, das ist für mich auch ganz wichtig. Klare Abgrenzung aber zu Las Vegas, denn keine Spielautomaten am Flughafen. Wir sind kein Casino, unser Fokus liegt auf den Reisen, nicht auf dem Glücksspiel. Und das sind doch mal geile Nachrichten. Ich finde Chicago als Flughafen unheimlich wichtig für mich, weil ich fliege auch öfters nach Chicago. Aber davon abgesehen, natürlich sollte man am Ende des Tages schön lecker ankommen und Spaß haben mit den Lounges, 20.000 Quadratmetern. Da bin ich dabei. Die Frage ist natürlich für euch, Chicago O'Hare investiert Milliarden in Lounges, Minigolf, Driving-Ranges, digitale Services. Findet ihr solche Mega-Investitionen richtig, oder sollten sich Flughäfen lieber auf Effizienz dort konzentrieren? Ich finde persönlich, Las Vegas jetzt ist kein, ja, aber Singapur ist zum Beispiel ein geiler Flughafen, oder Dubai, Istanbul, wo halt wirklich viel geboten wird, wenn man einen Stopover hat. Und da solltet ihr sagen, ja, das findet ihr auch wichtig, oder sagt ihr einfach wirklich nur, nee, Effizienz, Effizienz, Effizienz? Oder sagt ihr neutral, eine Mischung wäre mir vielleicht am besten? Oder wie immer, mir egal, da bin ich mal gespannt, was ihr sagt zu diesen Plänen vom Mega-Flughafen. Boeing hat einen neuen Großauftrag erhalten von Korean Air. Die bestellen 103 neue Boeing-Flugzeuge, und das ist der größte Wide-Body-Deal Asiens. Lufthansa hat ja auch viele Boeing-Flugzeuge bestellt, andere auch. Also insofern sind sie in guter Nachbarschaft. Airbus selber wartet ja aus China auf eine Bestätigung, auf einen Mega-Monster-Deal. Ups, den Kragen falsch gehabt. Und dieser historische Deal ist eine Absichtserklärung zum Kauf von 103 Flugzeugen. Und 20 777-Liner, 25 787-10er, 25, habe ich ja schon gesagt, 50 737 MAX 10, 8 Boeing 777-8F Frachter, 19 Ersatztriebwerke plus 20 Jahre Servicevertrag mit General Electric. Heißt also, man hat die Strategie in der Zukunft, dass man auf 5 Flotten sich standardisiert, also 5 Familien. Boeing 787, 737, 777, Airbus 350 und 321 Neo. Mit Abschluss des Deals wächst das Orderbuch auf 175 Flugzeuge, Auslieferung gestaffelt bis Ende 2030. Walter Cho, das ist der CEO von Korean Air, sagt, die nächste Generation der Flugzeuge, die wir kaufen, ist halt der Core, also der Mittelpunkt und das wichtigste Dreh- und Angelpunkt unserer Flottenmodernisierung. Und dieses Investment bringt uns in die Lage, unsere Zukunft als
Zusammenschluss mit Asiana nach vorne zu bringen. Ist also kritisch. Und Stephanie Pope, das ist die CEO für Commercial Airplanes bei Boeing, sagt, dass man geehrt ist, um diese Partnerschaft dort zu verstärken. Und man unterstützt natürlich damit das Wachstum der Fluggesellschaft mit einem der effizientesten Flotten weltweit. Gut, was sollst du auch anderes sagen? Der Vertrag wurde ja beim Korea US Business Roundtable unterzeichnet, ist allerdings noch nicht finalisiert. Also ich bin mal gespannt, was die da machen. Und ihr sagt natürlich, für 100 Milliarden US-Dollar haben die Flugzeuge gekauft bei Boeing. Das ist clever oder Risiko pur, weil die Branche aktuell zu unsicher ist. Oder sagt ihr, abhängig davon, wie sich die Asiana-Fusion heraus entwickelt. Oder wie immer, keine Meinung. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Wer von Florenz mit British Airways fliegen wollte, und das war keine Boeing, sondern E180, ne 190, wie komme ich auf 180? E190 von Florenz nach London City, die haben am 11.08. wegen extremer Hitze und kurzer Startbahn, also das heißt, man hat zu geringe Startbahn, zu wenig Auftrieb wegen der Hitze. Es waren ja 40 Grad Celsius in Florenz, was ja auch krass ist. Musste man dann quasi bei der 1750 Meter langen Startbahn mehr Kerosin einbauen, aber weil das Kerosin vom Gewicht her dann das Flugzeug zu schwer gemacht hätte, musste man 20 Passagiere ausladen. Und BA sagt, aufgrund der besonderen Natur des Flughafens mit seiner kurzen Startbahn beeinflussen extreme Temperaturen den Luftdruck, sodass das Gewicht des Flugzeugs reduziert werden muss. Wir entschuldigen uns. Und ja, langfristige Prognose gibt es da auch von der Columbia University, dass bis Ende des Jahrhunderts 10-30% aller Mittagsstarts von Hitzeeinschränkungen betroffen sein könnten. Heißt also, da muss man natürlich aufpassen. Und ist natürlich ganz krass, warum so eine, man nennt sowas ja, also du brauchst ja, wenn du mit dem Flugzeug starten willst, Auftrieb. Und Auftrieb, den bekommst du halt unter die Flügel. Und je wärmer es ist oder je höher man ist, desto geringer ist das. Und deshalb muss man das halt ins Startgewicht einrechnen oder in die Strecke der Landebahn oder Startbahn in dem Fall. Das heißt also, wenn die Startbahn nicht lang genug ist, muss man halt das Gewicht reduzieren. Und ja, das ist das, was jetzt gerade halt passiert ist. Man musste halt mit der Länge der Bahn auskommen, musste Leute ausladen, Gewicht reduzieren. Weniger Sprit wäre auch gegangen, aber dann hätten sie irgendwo zwischenlanden müssen und nochmal nachtanken müssen. So war es halt für die 20 Passagiere eher so wieder aussteigen. Und die waren ja schon gebordet. Weight and Balance kommt ja teilweise erst nach dem Boarding, je nachdem wie schnell das geht oder nicht. Ihr könnt die Frage ja beantworten, inwieweit die Klimaanpassung das Ganze unvermeidlich macht, dass man also bei Flugplänen und so weiter solche Sachen in der Zukunft auch im Kopf dabei haben muss, dass man vielleicht sagt, das ist ein globales Problem oder das ist kein globales Problem oder dass man dort mit Flugzeugtechnologien arbeiten muss und da dann die Flugzeuge schneller ableben lässt. Gibt es ja auch durch Flügel und so weiter, aber sind die weniger effizient. Kann es halt nicht alles haben, ne? Ja, genauso ist das nächste Thema nämlich auch hier, dass es zu Milliardenkosten kommt durch Turbulenzen. Und Turbulenzen werden immer mehr. Weltweit sind über 35 Millionen Flüge pro Jahr und es gibt ca. 5000 schwere Vorfälle. Betroffen sind alle Fluggesellschaften, egal ob Ryanair, Singapore Airlines, Lufthansa, es sind alle betroffen. Und die Klimawandel hat halt veränderte Windmuster und damit gibt es halt diese Zunahmen von diesen Clean Air Turbulences. Das heißt also, du hast einen blauen Himmel und es passiert gar nichts rein visuell und auf einmal hast du da Thermik. Und man muss in den kommenden Jahrzehnten mit einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung schwerer Turbulenzen rechnen. Die Airline-Reaktionen sind zum Beispiel, Korean Airlines hat ja vor der Landung 40 Minuten diesen Slot eingeführt, da wird nichts mehr gemacht, weil gerade bei der Landung, wenn man aus dem Fluglevel rausgeht, dass man dort dann diese Turbulenzen hat. Deshalb sollen die Passagiere und die Crew dann sich hinsetzen und angeschnallt sein, damit, wenn etwas passiert, dass da der geringste Schaden passiert. Southwest Airlines hat ähnliche Maßnahmen und es kostet pro Airline zwischen 200.000 bis 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Allein in den USA bei den Fluggesellschaften sind das 500 Millionen US-Dollar pro Jahr.
Weltweit läppert sich das dann zu mehreren Milliarden. Klar kann man 75% der Clean Air Turbulences mittlerweile erkennen. Es gibt ein österreichisches Startup, das nennt sich Turbulence Solutions. Die arbeiten an Flaplets zur Stabilisierung bei Flugturbulenzen. Der Testeinsatz ist geplant ab 2030 in Verkehrsflugzeugen. Und wie sollen Fluggesellschaften zu solchen Naturphänomenen reagieren aus eurer Sicht? Heißt, dass es genug Sicherheit und Technik investiert oder ob als Passagier eher mit höheren Preisen und weniger Komfort zu zählen haben, weil natürlich das ist, wenn du da erstmal angekettet bist, ist natürlich für den einen oder anderen Komforteinbuße, wenn man auf die Pipi-Box muss. Aber man muss sich halt organisieren, so ist das. Oder sagt ihr, höhere Preise sind okay, Sicherheit geht vor, Airlines investieren zu wenig, das macht mir Sorgen. Oder sagt ihr einfach, hey, KI und Technik, das löst das Ganze. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben traurige Nachrichten beim nächsten Thema, und zwar KrisFlyer. Die haben wieder eine Entwertung und auch dynamische Preise, die sie einführen. Heißt also, dass diese Änderung ab 1.11.2025 Singapore Airlines, Starlines und Partnerflüge betrifft. Die Saver Awards sind 5% billiger innerhalb Asiens und Südwestpazifik. First und Business Class innerhalb derselben Region wird plus 5% teurer. Für Europaflüge und USA wird es auch 5% teurer. Und die Spitze sind Flüge für Afrika, Mittlerer Osten, Türkei, die sind plus 10 bis 20% teurer. Die Starlines Awards werden im Schnitt um 10% teurer. Heißt also, wenn man zum Beispiel Nordamerika nimmt, vorher waren es 26.000 Meilen, jetzt sind es 29.000 Meilen. Upgrades kosten 5 bis 10% mehr, haben natürlich geringere Relevanz als Prämienbuchungen. Aber es gibt jetzt auch dynamische Einlösungen, die Access Redemptions. Die KrisFlyer Meilen können flexibel für bestätigte Tickets genutzt werden und Preis ist abhängig von Nachfrage, also klassisches Dynamic Pricing. Ja, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, Singapore Airlines macht so alle 5 Jahre, schon 2 bis 3 Jahre 5 bis 15%. Aber es ist halt leider, wenn man mit Singapore Airlines fliegen möchte, immer noch das beste Programm, um mit Singapore Airlines Meilen dort einen Flug zu bekommen. Es ist leider geil, mit Singapore Airlines zu fliegen. Singapore Airlines erhöht ja die Preise um bis zu 20%, so im Maximum, und führt die mit Access Redemptions, die dynamische Pricing ein, so wie Lufthansa das ja auch hat. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, verständlich, Kosten müssen kompensiert werden? Oder sagt ihr, nein, Katastrophe, denn treue Kunden werden bestraft? Oder ihr sagt, es kommt halt auf die Einlösung an, es wird halt immer einen Sweet Spot geben. Oder, hey, ich nutze KrisFlyer nicht. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gute Nachrichten gibt es von Delta SkyMiles in 2026. Es gibt kein 35.000 Umsatzpflicht für den Diamond-Status. 2023 plante ja Delta drastische Änderungen, 35.000 US-Dollar Umsatz für Diamond-Status. Und es gab massive Kundenproteste und damit ist das jetzt endlich zurückgenommen worden. Heißt also, das Qualifikationsmodell bleibt für 2026 unverändert und es gibt keine Erhöhung der Umsatzhürden. Fokus weiterhin auf höhere Einnahmen über Kreditkarten, Upgrades und Zusatzbuchungen. Partnerschaft mit Amex bleibt halt wirklich zentral. Delta beansprucht ca. 1% des US-Bruttoinlandsprodukts durch Kartenumsätze. Krass, oder? Und das neue Sweetener-Feature heißt verbesserte Lifetime-Statusvorteile für Kunden. Interessant für euch ist die Frage, natürlich, Delta wollte ursprünglich diese $35 Umsatzhürde machen, also ein umsatzbasiertes Element einführen für den Diamond, rudert nun zurück. Hört Delta wirklich auf die Vielflieger oder ist es halt eine Taktik, um die Kreditkartenumsätze weiter anzukurbeln? Also sagt ihr gut so, dass sie den Kunden zuhören oder sagt ihr, nee, ist eine PR-Strategie, um die Image zu machen und dann kommt es trotzdem in der Hoffnung, dass die Leute dann sich weniger beschweren? Oder sagt ihr, naja gut, solange es Sweet Spots gibt, ist es mir Wumpe? Oder wie immer, ich sammle keine SkyMiles. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch ganz, ganz wichtig, auf Skool zu kommen und dort zu kommentieren. Die Fragen des Tages gebe ich euch auch noch einmal dazu. Und zwar einmal die Chicago O'Hare-Frage. Die investieren ja in Minigolf und Lounge, 20.000 Quadratmeter. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, das ist toll oder die sollen mehr in Effizienz gehen? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und das andere Thema ist natürlich das Thema Singapore Airlines, die Entwertung in dynamische Preise. Heißt also, die Preise werden ja um 20% erhöht, führt halt diese
Access Redemptions ein. Sind diese Änderungen für euch nachvollziehbar oder zerstören sie das Vertrauen in langfristige, also dass man sich wirklich so in eine Fluggesellschaft an eine bindet? Denn wenn man mal ehrlich ist, ist es doch so, dass eine Fluggesellschaft, wenn man sagt, ich sammle jetzt bei Lufthansa, dann ist das ja nicht für ein Jahr, sondern man hat ja eine Strategie, vielleicht den Lifetime-Status zu nehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Ich freue mich auf eure Antworten und wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen auf Frequent Traveler TV mit der nächsten Sendung. Also bis dann, ciao, ciao und bis bald auf School.